Cube Stereo. Ganz neu mit Bosch CX Motor, 625 Wattstunden Akku, der natürlich komplett integriert ist im Rahmen. Hier die Variante jetzt in schwarz und es sind Fox-Dämpfer drin. Das heißt, die Creme de la Creme der Technik ist eingebaut. Verschiedene Farben. Es gibt nicht mehr feminine oder maskuline Modelle, sondern es ist alles eigentlich eins, wobei es eventuell etwas femininere Farben gibt. Ja, ganz neu mit CX-Motor. Hier ist Nico Ockenfels. Ja, ich grüße dich, Nico. Servus, grüß dich, Sven. Ja, du hast lange drauf gewartet. Bosch CX, die Erwartungen wurden übertroffen. Ja, also die Nachfrage ist riesengroß, gerade nach dem neuen Bosch-Motor. Aber hier in dem Video geht es vor allen Dingen halt um die komplett neue Stereo-Hybrid-Serie für das Modelljahr 2020. Die ersten Modelle kommen. Hier jetzt auch nachfolgend nach den Reaction, sprich nach den Hardtails, die vollgefederte Variante. Und die ist jetzt schon auch eingeschlagen wie eine Bombe. Die Nachfrage ist jetzt schon extrem groß, müssen wir sagen. Und wir starten quasi mit dem Modell, was wir hier sehen. Das Stereo Hybrid 140 HPC Race. Die sich bei Cube ein bisschen auskennen, HPC steht für Carbon. Die 140er Serie wird nur noch einen Carbonrahmen haben. Es wird keine Alu-Variante mehr geben. Und Preis-Leistungs-Verhältnis, wie wir wissen bei Cube, immer extrem gut. Und vor allen Dingen auch mit allen Features, die wir vom nächsten Jahr kennen, heißt der starke Performance CX-Motor, also die Top-Variante bei Bosch. Und auch der große Akku, sprich 625 Wattstunden sind hier komplett integriert. Und das ist schon ein extremes Highlight, gerade auf dem Preispunkt für 4.000 € so viel Fahrrad zu bekommen. RockShox und Fox, das ist ja so die Frage, die funktionieren beide. Ja, also beides namhafte Hersteller. Fox wird natürlich als Marke immer als etwas hochwertiger wahrgenommen, aber RockShox hat halt auch eine ganz große Bandbreite von günstigen Einstiegsgabeln bis zum High-End. Fox liegt da natürlich schon ein bisschen weiter oben, aber von der Funktionalität absolut top. Die sind komplett ausgestattet. Wenn ich jetzt hier rund 4.000 € ausgebe, brauche ich noch irgendwas? Ja, was braucht man noch? Klar, ein bisschen Zubehör geht immer noch, aber in erster Linie brauchst du noch Pedale, weil die sind jetzt nie mit dabei. Das gab es vor 2 Jahren schon mal, ist jetzt auch wieder so gekommen. Also dadurch, dass das Ganze auch sehr individuell geworden ist, vom Rennrad kennt man es natürlich schon. Aber es ist immer die Frage, was hätte ich gern? Hätte ich ein klassisches Flatpedal, hätte ich gern ein Klickpedal oder ein Kombipedal? Die Auswahl ist auch im MTB-Bereich mittlerweile sehr, sehr groß. Und deswegen obliegt es dem Kunden schlussendlich, sich das passende Produkt dann rauszusuchen, was er gerne hätte. Ja, viele Vorurteile gibt es ja über Carbon. Das kann schnell reißen, da muss man höllisch aufpassen. Also ich selber habe Carbon seit 3-4 Jahren. Ich passe überhaupt nicht auf, habe es im Fully Mountainbike. Das ist teilweise schon runtergeschliffen. Da kann man Pech haben, aber ich sag mal, das ist wirklich sehr robust. Ja, also ein Carbonrahmen, das ist immer noch so ein Mythos aus den 90ern, finde ich, dass gerade Carbon immer sehr anfällig wäre oder wenn das Rad umfällt und es fällt auf einen Stein, das ist so der Klassiker, den ich zwar nie nachvollziehen kann. Die Schlagfestigkeit eines Carbonrahmens ist durchaus höher. Nur muss man halt auch unterscheiden. Carbon ist nicht gleich Carbon, genauso wie Stahl oder Aluminium auch nicht immer das gleiche ist. Also ich kann einen Aluminiumrahmen haben, der sehr dickwandig ist, dann ist der auch sehr schlagfest, aber im Radbereich ist der tendenziell eher dünnwandig und das heißt also auch dort durchaus anfälliger. Die Schlagfestigkeit bei Carbon ist durchaus deutlich höher. Also ich nutze selbst auch Carbonräder im Freeride-Bereich mit Cockpit aus Carbon. Also das ist schon komplett einsetzbar. Nur muss es halt auch von einem Hersteller sein, der weiß, was er macht. Weil Carbon ist wirklich von der Fertigung her ganz, ganz wichtig. Und man muss wissen, wie sowas funktioniert. A, von der Faser und welche Fasern man wofür verwenden kann. Und das ist immer im Prinzip der entscheidende Punkt. Was hier schon direkt mit dabei ist, das sind entsprechende Schutze in dem Segment, wo es auch mal richtig gegen den Carbon schlagen kann. Da haben die richtig nachgerüstet. Also im Prinzip ja, das was du meinst, ist im Prinzip dieser Schutz hier, den wir haben. Das heißt, dass wenn die Kette im Prinzip aufschlägt oder auch von unten dementsprechend schlägt, haben wir einen direkten Schutz vom Lack. Der Hinterbau ist aber immer noch aus Aluminium. Wir haben nur den Hauptrahmen, der aus Carbon gefertigt ist. Hinterbau weiterhin der aus Hinterbau, Aluminium. Bei mir der Hinterbau, der war auch aus Carbon. Das hier ist hier Alu, was vielleicht auch Sinn macht.
Ja, sagen wir mal so, ein Carbon würde auch funktionieren, nur funktioniert es dann nicht mehr auf dem Preispunkt für 4.000 €, weil wir bekommen hier wirklich schon sehr, sehr viel Fahrrad fürs Geld. Und selbst wenn wir auch da auf das weitere Modell gehen, was bei 4.500 € liegt, dementsprechend dann mit einem Fox-Fahrwerk, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich unschlagbar. Das muss man ganz klar sagen. Ja, wir kommen noch mal kurz auf den CX zu sprechen. Das ist jetzt Gewöhnungssache, dass vorne das Ritzel sehr groß ist. Ja, das hat sich geändert. Wir haben ein ganz anderes Übersetzungsverhältnis. Wir wissen ja aus den anderen Videos auch schon, dass das Getriebe jetzt quasi komplett entkoppelt ist. Das heißt, wenn ich über 25 oder ohne Unterstützung fahre, habe ich keinen Widerstand mehr. Und das ist ja die große Änderung zu diesem Jahr, was Shimano und Yamaha durchaus ja schon konnten oder auch ein Brose. Und da musste Bosch einfach jetzt nachlegen. Das war ganz wichtig und das haben sie natürlich halt auch getan. Und im gleichen Zug auch den größeren Akku, den wir spendiert bekommen haben oder den es jetzt als Möglichkeit gibt. Was aber noch eine größere Veränderung einfach ist bei Cube, ist, wie das Gesamte vom Konzept her ist. Das heißt, der Deckel ist jetzt deutlich besser geworden. Wir haben jetzt hier vom Verschluss immer das Drehrädchen gehabt. Das ist jetzt komplett weggefallen. Wir haben jetzt eigentlich nur noch einen Druckknopf. Das war's. Man sieht das hier. Ja. No? Und über den kann ich das Ganze relativ einfach unten in die Führung einsetzen und direkt wieder verriegeln. Das war vorher eine riesige Fummelei. Ja, man musste ein bisschen fummeln, es ging auch, aber immer Rädchen auf, Rädchen zu. Hier ist es ein Druck, der Deckel kommt einem schon entgegen und das Das heißt, war's. die haben zugehört. Die haben zugehört. Jetzt haben wir im Prinzip den großen Akku. Man sieht, er braucht das komplette Unterrohr. Was auch verändert wurde, man kennt das immer, der Zylinder saß meistens immer seitlich. Es war zwar oftmals eine Gummierung außenrum, nichtsdestotrotz, man kennt es auch früher von den Autos, heute wird ja das Auto immer per Fernbedienung aufgemacht oder Keyless Go, war außenrum immer alles verkratzt, weil ich doch mit dem Schlüssel nicht richtig getroffen habe. Das ist innen. Und hier sitzt jetzt innen, no, das heißt, ich habe also keine Lackbeschädigungen und das ist auch eine große Änderung. Ich kann hier auch einen 500 Watt Akku einbauen. Dazu muss im Prinzip der Akku komplett raus. Dann ist hier im Prinzip eine weitere Befestigung, das heißt, die setze ich dann hier hin. Und dann passt auch der kleine Akku rein. Da ist jetzt der Große halt dabei. Dann Da lass ist den jetzt- Großen noch drin. Da ist jetzt der große drin, aber wenn ich zum Beispiel einen 500 Watt Akku drin hätte Ja. und würde sagen, okay, ich tausche irgendwann mal meinen Akku aus, habe ich mit diesem Rahmen schon die Vorbereitung, das Gesamte halt dann auch Ging auch. für 625 zu nutzen. Darum geht es ja auch, zukunftsweisend das Ganze halt auch schon so zu integrieren, dass man quasi in Zukunft auch die Option dazu hat. Stark. Was aber auch noch eine weitere Änderung ist, das ist im Prinzip immer ein bisschen Thema der Werkstatt halt auch, ist die Kabelverlegung. Wir haben hier zum einen den Akku, jetzt muss man sich vorstellen, wir haben hier innen drin die Halteplatte für den Akku und da drauf sitzt die Leitungsführung für die ganze Verkabelung. Heißt, das ist komplett separat. Das eine stört das andere Produkt nicht mehr. Ist für uns immer entscheidend, wir rüsten eine Sattelstütze nach oder wir müssen den Zug wechseln, dann geht das alles viel, viel einfacher und geschmeidiger. Ist für uns in der Werkstatt eine deutliche Verbesserung und auch, sage ich mal, wenn der Kunde vielleicht auch selber zu Hause was macht, auch ein Riesenvorteil. So, ich gucke mal ganz kurz auf das Display. Das ist bei allen 4 Stück gleich, das Display. Wir haben in dem weiteren Bereich bei Bosch das Kiox-Display. Das ist bei allen Modellen verbaut. Kiox kennt man aus dem letzten Jahr schon. Wir haben jetzt zum einen das Farbdisplay. Das ist die Änderung, die wir im Prinzip zu Purion oder den anderen Modellen halt auch haben. Aber es gibt auch viele weitere Funktionen. Also ich kann das Ganze ja unter anderem auch mit einer App koppeln. Und darüber kann ich verschiedene Bereiche, meine Strecken auswerten etc. Ich kann gucken, wo bin ich gefahren. Also da werden wir sicherlich auch nochmal ein separates Video zu machen, um Wie das funktioniert das? Kiox mal zu erklären, weil das ist jetzt nicht mal schnell in 2 Minuten erklärt. Aber der Umfang und die Möglichkeiten, die es bei Kiox mittlerweile gibt, sind super interessant. So, das haben wir mal gezeigt. Das ist jetzt Farbe, die heißt wie? Das ist Petrol Red. Ah, okay. Petrol Red. Aber die entsprechend auch die Gabel und der Dämpfer ist angepasst in der gleichen Farbe, sieht schick aus. Genau, Design ist angepasst, gerade bei den Aufklebern jetzt vorne mit RockShox. Was ich auch ganz schön finde, ist im Prinzip die einteilig lackierte Wippe hier oben. Die eine Seite ist rot, das Rot spiegelt sich quasi hinten in der Sitzstrebe wieder. Man sieht das in der kompletten Serie. In dem Fall ist es blau
Bei dem korallfarbenen wäre es schwarz. Das ganz hintere ist komplett neutral gehalten. Da findet sich jetzt nicht wieder. Okay, so das ist das Einstiegsmodell, 3.999 €. Das gleiche gibt es dann eins weiter. Wo ist da konkret der Unterschied bei dem hier? Das gleiche das Modell. Gleiche, Das die andere Farbe. Eine andere Farbe, korrekt. Hier haben wir das HPC SL, was wiederum, wie eben schon gesagt, ein Fox-Fahrwerk hat und eine Shimano XT-Schaltgruppe. Beim anderen Modell haben wir SRAM. Naja, da sind die 500 € sind gut angelegt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also man bekommt nochmal eine Schippe oben drauf und der Preissprung ist auch fair mit 500 € für das, was das Rad mehr bietet. Aber grundlegend muss man einfach sagen, schon ab 4.000 €, stärkster Motor, stärkster Akku. Wir haben die absenkbare Stütze, wir haben das Kiox-Display mit drin und ein top ausgestattetes Bike und wie gesagt ab 4.000 € startend. Die Radgröße, 29 Zoll. Richtig. Die ist auch keine Mischbereifung, sondern auf beiden vorne hinten. Richtig. Das ist auch eine weitere Änderung zu diesem oder vom letzten Jahr her gesehen. Wir hatten bei den 140ern immer 27,5 Zoll. Das wurde verändert auf 29 Zoll, konsequent von vorne bis hinten. So, das heißt, ist das jetzt das Ende von 27,5? Ja, es geht immer mehr in die Richtung. Also wir sehen es auch bei anderen Marken wie Scott, die komplett konsequent selbst im Downhill-Bereich auf 29 Zoll gehen. Die Räder sind zwar optional bei Scott fahrbar mit 27,5 oder vorne 29, hinten 27,5. Aber im Allgemeinen geht es ganz klar mehr zu 29 Zoll. Auch jetzt mit den mehr Federwegen. Das kommt unter anderem halt auch dadurch, dass der Motor jetzt gerade im Falle des Bosch die Achse weiter nach hinten gekommen ist, wir hier deutlich mehr Platz haben, der Motor nicht mehr so weit nach hinten rausragt und ich dadurch das Laufrad hinten weiter reinbekomme und somit auch eine kürzere Kettenstrebe erziele. No? So, die Laufräder, die haben jetzt welche Bereifung hier? Hier haben wir jetzt den Hans Dampf in dem Fall mit drauf, als 29 Zoll mal 2,6. Wie breit ist der? Mal 2,6, okay, ja. Super. Ja, was würdest du denn machen jetzt, wenn du die Wahl hättest? Ist es egal? Ist es von, du würdest auch sagen, hier vorne für 3.999. Merkt man das, den Unterschied zwischen Fox und... Also vom Fahrwerk her, es gibt nochmal Nuancen, die das ausmacht. Ob das jetzt der Laie in Anführungszeichen merkt, es ist immer die Frage, was man mitmachen möchte halt auch. Fox ist schon wirklich eine feine Geschichte, das muss ich immer wieder sagen. Nur hier ist es auch immer viel ein Thema, die Farbe. Weil es gibt jedes Rad immer in 3 Farben. Es gibt nicht wie im letzten Jahr die Sting-Serie noch für die Damen. Die ist komplett weggefallen. Das ist komplett eingegliedert. Heißt jetzt auch Stereo. Ist auch nicht irgendwie Ladylike genannt. Heißt, man sieht natürlich an den Korallfarben. Ich weiß nicht, ob das über das Video so gut rüberkommt. Aber es ist definitiv eine feminine Farbe. Es ist kein Orange oder Rot. Und die Farbe ist ganz klar für Frauen gedacht. Ja, ganz klar, aber gut, das ist auch Geschmackssache. Also mich jetzt persönlich würde eher jetzt das komplett Schwarze ansprechen, das auch matt. Also das Matte gefällt mir auch gut, das ist sehr glänzend und matt. Kombiniert es zumindest mal bei dem Blauen. Das ist aber, Optik ist eine ganz wichtige Nummer. Es ist schon ein großer Wurf, also gefällt mir sehr gut. Ja, mir auch. Also muss ich auch ganz klar sagen, auch wenn ich keine Frau bin, aber auch das Korall finde ich extrem schick. Also es ist sehr eigenständig und eine mutige Farbe halt auch. Aber mal was anderes. Genau, es ist halt wirklich die Option zu sagen, viele Frauen wollen ja auch nicht diese femininen Farben, sondern sagen auch, Mensch, ich will ein schwarzes Rad. Ja, also oft der Sohn fährt dann auch mal damit und so weiter. Man will ja dann nicht nur, ich sag mal, so ein Fahrrad steht da nicht selten, oder ich sag mal, das wird oft benutzt und wenn man jetzt mal auf Touren ist, das wollen dann auch mal die Nachbarn ausprobieren und so, da hat man eine recht universelle Farbe hier, aber das gefällt mir auch sehr gut. Also ist natürlich so, viele kaufen ja dann auch ihre Kleidung entsprechend. Gut, bei schwarzer Kleidung kann man nichts falsch machen, aber gerade Kleidung sollte ja auffällig sein. Genau, also man sollte natürlich wiedererkannt werden. Das ist mit so einer Farbe natürlich immer eher gegeben wie ein dunkles Schwarz, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, die Farben sind sehr gelungen. Es sind dezente Farben mit dabei, es sind auffällige Farben mit dabei. Und da würde quasi auch jeder fündig werden. Und bis jetzt, was ich von der Kundschaft her so höre, sind sie wirklich begeistert. Weil auch die gesamte Anmutung des Rades, die Verarbeitung ist wirklich auf einem sehr hohen Niveau. Ja, es sieht doch teurer aus als 4.000 Euro. Ja. Bei Carbon ist man direkt bei 6.000 Euro gewohnt. Ja. Mit dem Motor, der Batterie. Jetzt sind 4.000 Euro kein Schnäppchen, muss man sagen, aber man kriegt viel für sein Geld.
Richtig. Also wir sind uns dessen auch bewusst, dass 4.000 Euro viel Geld ist. Aber es ist immer das, was bekomme ich dort dafür. Und gerade jetzt im Falle von Cube bekomme ich wirklich sehr, sehr viel Fahrrad mit einer Top-Performance. Ja, die Laufräder, die sind von Cube selber. Sind die gut? Ja, also haben wir auch gute Erfahrungen mit. Wir gehen, desto weiter wir in den hochwertigeren Bereich reingehen, bekommen wir die Newman-Laufräder. Das ist im Prinzip ein Hersteller, der gerade im Komponentenbereich sehr, sehr stark ist, wird durch Cube auch vertrieben und sie sind auch in der Erstausrüstung. Das folgt aber dann erst mit dem Modell oben drüber, sprich mit dem Trail Mountain, was dann preislich bei 5.000 Euro liegt. Oder auch, wo viele jetzt schon drauf warten, die Action-Team-Variante für 6.000 Euro, die es dieses Jahr auch als 140 mm Federweg gibt und nicht nur als 160er. Da werden wir jetzt noch circa 4 Wochen warten müssen, dann werden diese Modelle auch kommen. So, jetzt haben hier die Bremsen, wie viele Kolben haben die? Wir haben 2 Kolben. 2 Kolben, so, ist das ausreichend? Das ist ausreichend. Ich meine, wenn es hinten bremst, dann bremst es. Na, vorne haben wir 4-Kolben-Anlage mit drauf, aber hinten mehr wie blockieren geht halt oftmals halt auch nicht. Ne? Korrekt. So, ich schaue mal ganz kurz, dass ich das mal zeige, weil ganz, ganz viele, die lieben ja unser Video, man kann ein Standbild machen, dann kann man sich die Bremse mal anschauen. Nee, es ging mir darum, Thema Bremsbeläge, Bremsscheiben, die werden ja härter beansprucht, da ist auch schon mal eine Bremsscheibe weg, mal nach 8.000 oder 10.000 Kilometern. Ja, durchaus auch schon früher. Also man muss das immer schon ein bisschen im Auge behalten, gerade wenn ich mit dem E-Bike halt fahre. Gerade Bremsbeläge sind ein wichtiger Punkt. Prüfen. Ne? Also unter welchen Bedingungen ich natürlich halt auch unterwegs bin, fahre ich bei wirklich Regen, Schlamm etc. ist die Belastung auf Belag und der Verschleiß natürlich deutlich höher, logisch. 34 Rhythm von Fox. Für was steht denn das Rhythm? Rhythm ist die Modellbezeichnung. Das ist im Prinzip die Einstiegsgabel aus dem Fox-Segment, die aber auch schon vom Innenleben her eine absolute Top-Performance hat. Man muss halt bedenken, dass Rhythm jetzt nicht nur ein Basismodell ist, sondern die Hersteller können sich durchaus halt auch die Gabeln so konfigurieren, wie sie gerne hätten. Ne? Also das Innenleben kann durchaus dann auch ein anderes sein. Ja, wir sprechen aber hier von der Fox-Gabel immer noch, ich sag mal auch bei der Rhythm 600-700 Euro. Ja. Also allein die Gabel kostet das, muss man sehen. Also wenn man jetzt hier alle Komponenten einzeln kaufen würde, wäre man locker schon über den Preis vom Fahrrad. Ja, das sowieso, also keine Frage. Und das macht heute, sage ich mal, auch wenig Sinn. Es ist natürlich immer schön, ein Rad zu individualisieren, aber wir bekommen heute im Serienbereich wirklich schon eine Top-Performance. Das ist in anderen Segmenten auch so. Früher hast du bei deinem Auto erstmal noch ein paar Alufelgen drauf gemacht und eine schönere Schürze und Body etc. Heute machen die Hersteller das selber immer schon und es sieht vor allen Dingen halt verdammt gut aus. Und das ist hier in der kompletten Silhouette, wenn du den Sattel anschaust, der ist passend farblich abgestimmt. Sowas gab es früher halt noch nicht, sage ich mal. Aber heute Design ein Muss. Ja, ein Muss und die Designsprache ist schon wichtig. Ja, vielleicht noch ein, zwei Takte zu Cube. Die werden wo zusammengebaut? Cube wird produziert in Waldershof. Das ist in der Nähe der tschechischen Grenze. Von uns aus gesehen im Saarland eigentlich einmal quer durch die Republik durch. Ja, wir fahren dann demnächst mal hin. Wir fahren demnächst hin. Manche, die von uns die Videos kennen oder die früheren Videos, werden wissen, dass wir schon ein Video gedreht haben. Wo kommt mein Cube-Rad her? Damit auch mal ein Kunde sieht, ja, wie sieht denn das überhaupt aus? Dadurch, dass sie hier in Deutschland montiert werden, haben wir jetzt oder werden wir nochmal die Möglichkeit bekommen, das Ganze in der Version 2.0 zu machen. Und da wird man im Vergleich zu früher auch sehen, dass sich bei Cube einiges getan hat. Ja, bundesweit werden mittlerweile die Videos geschaut. Du verkaufst die Fahrräder auch bundesweit. Du hast einen sehr, sehr gut gehenden Webshop, muss man sagen, auch schon länger. Ja, auch schon länger. Damit haben wir angefangen. Und das ist im Prinzip immer noch unsere Basis halt irgendwo, neben dem stationären Geschäft halt auch. Aber klar, um natürlich das Ganze live zu sehen, ist der stationäre Bereich einfach wichtig. Aber der Online-Shop gehört heute eigentlich mit dort dazu. So, da steht Verkauf oder Werkstatt Aushilfe gesucht. Ich will auf die Rückseite, zeig mir mal die Rückseite, die ist viel wichtiger. Denn es gibt nämlich was ganz Tolles. Fahrradleasing sichern Sie jetzt Ihr Traumbike, nämlich es gibt die Möglichkeit, das Fahrrad vom Bruttolohn abziehen zu lassen. Das ist bestimmt auch sehr interessant für Menschen, die hier in der Nähe rund um deine Standorte wohnen. Du verkaufst es immer öfter, das Thema Jobrad und wie sie alle heißen. Wie funktioniert das?
Also das Ganze funktioniert in dem Sinn, dass es einen Kooperationsvertrag geben muss vom Arbeitgeber aus. Das heißt, ohne den Arbeitgeber funktioniert das ganze Konzept nicht. Seit 2013 wird das Fahrrad aber wie ein Dienstwagen behandelt. Heißt, ich als Arbeitnehmer habe die Möglichkeit, über die Lohngeldumwandlung mein Fahrrad zu finanzieren. Das Ganze geht immer über 36 Monate. Wie gesagt, ich krieg's dann abgezogen vom Bruttolohn. Genau, bekommst es abgezogen vom Bruttolohn. Hier haben wir im Prinzip den Vorteil, dass wir brutto zahlen, aber netto quasi unser effektiver Betrag quasi rauskommt. Weil jeder Arbeitnehmer bekommt einen Nettolohn und davor hat er natürlich die Abzüge. Und das ist der Vorteil. Das ist nichts anderes, wie wenn ich in meine private Rente was reinbezahle. Ich bringe 100 Euro brutto ins Sparen, zahle aber netto nur 60, 70 Euro, je nachdem welche Steuerklasse, verheiratet, nicht verheiratet, Kinder. Das ist die Abhängigkeit, weil natürlich bei jedem Brutto und Netto unterschiedlich ist. Und das ist ein ganz tolles Modell. Das ist wirklich auch für Arbeitgeber sehr, sehr interessant. Also jeder Arbeitgeber, der da Interesse dran hat oder das jetzt vielleicht zum ersten Mal hört, kann sich gerne von uns dazu auch beraten lassen. Wir kommen gerne in die Firma rein und zeigen, wie dieses Modell funktioniert, egal ob ein Mitarbeiter oder 100.000. Genau, wenn du nochmal so lieb bist, die Logos nochmal zeigst. Das sind jetzt die 4 Stück, die ihr hast, oder ich glaube, es sind noch mehr mittlerweile? Ja, es sind noch mehr mittlerweile. Wir müssen irgendwann jetzt auch mal aufhören, weil gerade diese Dienstleister schießen zurzeit wie Pilze aus dem Boden. Also funktioniert so, ich mache einen Rahmenvertrag mit dem Arbeitgeber, den kenne ich vielleicht sogar meinen Chef und sage, hier mach einen Rahmenvertrag, der auch nichts kostet, muss man sagen. Der nichts Fahrrad kostet, ist sogar bei den meisten zusätzlich noch versichert gegen Diebstahl, ich glaube auch gegen Sturz, Beschädigung, sowas? Ja, Sturz, Unfallschäden, also die Versicherung ist mit drin. Ohne Versicherung wird es auch nicht funktionieren, da wird die Leasingbank auch nicht mitspielen. Wie gesagt, das Modell geht immer über 36 Monate und man kann das auch in den einzelnen Portalen oder über unsere Webseite halt ausrechnen lassen, was dabei rauskommt, wie viel kostet mich denn ein Fahrrad effektiv. Ansonsten gerne auch bei uns vorbeikommen, wir machen das gerne mit dem Kunden auch zusammen, aber es ist wirklich definitiv ein interessantes Modell, gerade weil wir natürlich von Fahrrädern sprechen, die doch sehr preisintensiv sind und im Geldbeutel durchaus wehtun. Ja, wir sind in St. Wendel im Moment gerade. Ich zeige es mal gerade, das ist dein Ladengeschäft relativ neu, seit einem Jahr über? Bisschen Etwas knapp länger. über 1,5 Jahren. 1,5 Jahre bist du jetzt hier. Du bist aber auch in Riegelsberg, das liegt in der Nähe von Saarbrücken. Genau, wir sind 10 Kilometer von Saarbrücken entfernt und hier sind wir jetzt, wie gesagt, seit 1,5 Jahren mit einem kompletten Neubau mit etwas mehr Fläche wie in Riegelsberg, aber die Qualität ist die gleiche. So, es ist gerade noch ganz kurz die Öffnungszeiten. Wenn ich jetzt Interesse habe, will einfach mal vorbeischauen, gucken, kostet nichts. Also wir sind montags von 9 bis 18 Uhr da und montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. Ja, vielen Dank, Nico Ockenfels. Die Firma heißt WeCycle und wie gesagt, wenn Sie Lust haben, den neuen Bosch CX-Motor auch mal live zu testen, denn man muss ihn mal gefahren haben, muss man dazu sagen. Es ist ein ganz neues Fahrerlebnis. Er ist viel leichter, viel kleiner. Er stört nicht mehr im Leerlauf, das muss man dazu sagen. Ja, wenn Sie den mal testen wollen, dann kommen Sie vertrauensvoll nach St. Wendel oder nach Riegelsberg. Ja, vielen Dank, Nico. Danke, Sven. Ciao.